Bounty-Kuchen. Hallo miteinander, da sind wir wieder. Heute treffen wir uns zum Bounty-Kuchen backen. Okay. Ja, ein bisschen was Besonderes. Aber ruckzuck fertig. Ich habe schon alles hergerichtet, die lade ich ein, kommt mit und dann fangen wir auch gleich an. Der Backofen können wir gleich vorheizen. Der Kuchen wird auf Ober-Unterhitze 170 Grad backen. Aber bevor ich jetzt daheim meine Maschine anstelle, was hast du denn heute für einen schwäbischen Begriff rausgesucht? Heute nehmen wir mal Bücher. Ah! Die Bücher, die lesen wir am Ende auf. Jetzt machen wir unseren Rührteig. Unseren Rührteig machen wir die Eier und der Zucker und einen Löffel Vanillezucker oder ein Päckchen Vanillezucker in die Maschine und lasse das jetzt schön schaumig aufschlagen. Eine schöne, weiße, cremige Masse haben wir. Und jetzt lassen wir unser Öl und unsere Milch rein. Das lassen wir schön langsam einlaufen. Und das gleiche mit der Milch. Den Ganzen geben wir jetzt unseren Kakao, unser Mehl und einen Löffel Backpulver noch dazu. Ich vermische aber den Löffel Backpulver mit dem Mehl. Jetzt geben wir noch unser Mehl und unseren Kakao dazu. Ich habe zuerst mal die Maschine ausgeschaltet, sonst staubert es mir, wenn es das reinkommt. Das Ganze vermischen wir jetzt noch. Rührteig ist fertig. Den füllen wir jetzt in eine gefettete Obstkuchenform rein. Das kenne ich noch von meiner Mutter. Die ist aber nicht von deiner Mutter. Füllen wir in Backform rein. Das sucht sich der Werk. Ja, ich sehe es gerade. So, alles schön raus. Und jetzt geht unser Kuchen für 20 bis 25 Minuten. Machen wir dann Stäbchenprobe in der Backofen und wir gucken natürlich zu. Fertig ist unser Kuchen. Den machen wir jetzt Stäbchenprobe. Bleibt nichts hängen. Bei mir waren es 24 Minuten, wo ich ihn drin gehabt habe. Den stelle ich jetzt auf die Seite. Lasse ihn zuerst mal 5 Minuten daheim in Ruhe und probiere mal, ob ich ihn schon rausstürzen kann. Den müssen wir jetzt ganz gut auskühlen lassen, weil unsere Sahnemasse schmilzt uns sonst nachher den davon. Aber den stellen wir jetzt einfach auf die Seite. Jetzt machen wir unsere Bounty-Masse. Bounty Kokos. Die schlagen wir jetzt schön auf. Wer will, könnte einen Schnaps machen. Was könnte man denn da dazu rein? Batida de Coco oder so. Rum. Aber ich lasse den Schnaps bei Rum heiß. Für unsere Masse da wir Sahne aufschlagen.
mit Zucker und ich habe ein bisschen von meinem Tonkabohnen-Zucker mit drin und Sahne steif. Und wie ihr wisst, die Zutaten, die schreibe ich ja immer unter neuen Beschreibung. Das schlagen wir jetzt richtig stark auf. Aber kein Butter machen. Sahne zeigt Konturen, hören wir auf. Und jetzt bloß noch unsere Kokosraspel dazu rein. Einmal schön aufrühren und fertig. Fertige Kokosmasse. Ist nicht viel von eurem Becher Sahne, das verschwindet da drinnen. Das packen wir jetzt einfach, bis unser Tortenboden so weit ist, richtig gut auskühlt im Kühlschrank. Jetzt haben wir unseren Tortenboden raus aus der Form, dass er auch besser auskühlt. Wir nehmen ein Gitter, stülpen das Gitter dann über und drehen unsere Form. Jetzt bin ich gespannt. Tada! Gut, gell? Das lassen wir jetzt richtig schön auskühlen und dann unsere Kokosmasse da rein. Der Boden ist auskühlt. Den hole ich runter jetzt vom Gitter. So. Jetzt machen wir unsere Kokossahne-Masse da drauf. Verstreiche das schön in die Kuhle. Deswegen Obstkuchenform, dass nachher nichts mehr läuft. Ich kann da eine normale Springform nehmen und probieren, bloß wahrscheinlich mehr so nachher einen Rand rum machen. Alles schön verstrichen. Jetzt machen wir unser Ganache. Was? Das ist ein Fachausdruck. Was? Bagage? Nix Bagage. Bagage ist das. Ganache. Ach, was ist das? Ganache ist eine Creme, die ist aus Schokolade und Sahne, wo miteinander aufgekocht wird. Und da haben wir drüber gemacht, weil das lässt sich dann nachher schön schneiden. Ihr kennt es vielleicht vom Donauwellerkuchen, wenn ihr bloß eine Kuvertüre oder eine Schokolade überzieht, dann könnt ihr nachher nämlich schneiden. Und die Ganache, die kann man schneiden. Jetzt habe ich schon wieder was gelernt. Siehst du? Also, jetzt machen wir sie. Unsere Ganache, da wir Sahne rein, die kochen wir jetzt auf. Unsere Kuvertüre oder Schokolade. Ich habe Kuvertüre und noch was von meinen Schokoladenhasen übrig. Aber aufpassen, dass nichts brennt. Immer rühren, rühren, rühren. Herrlich riecht es nach Schokolade, gell? Unsere ganze Schokolade ist verschmolzen. Jetzt werden wir die Ganache über unsere Creme ziehen, verteilen. Einfach hier drüber leeren. Und dann verstreichen wir es nur. Das kann jetzt sein, dass bei mir auch nachläuft. Aber wenn ihr eine normale Springform nehmt, dann braucht ihr halt den Rand. Ja, es verteilt sich jetzt auch ein bisschen mit der Sahne noch. Ist halt warm, aber das ist ganz normal. Habt ihr halt eine leichte Marmorierung drin. Das ist doch cool. Ja. Und jetzt da wir gleich noch ein bisschen eine Deko drauf machen. Außenrum mit Kokos. Fertig ist unser Bounty-Kuchen.
Und den stellen wir jetzt in den Kühlschrank zum richtig durchkühlen. Wir sind am Ende mit unserem Bounty-Kuchen. Mir hat Spaß gemacht, das Rezept für euch zu machen. Ich glaube, ihr macht es bestimmt nach. Und ich freue mich über jeden Kommentar, wo ihr mir dann hinterlasst. Jetzt müssen wir aber noch auflösen. Was hast du denn für einen schwäbischen Begriff gehabt? Heute haben wir kein Bicher. 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 Bicher ist, wenn etwas neu brennt, muss man aufpassen. Oder wenn etwas vertrocknet auf den Teller, wenn es neu trocknet, neu bichert. Das war's schon. Also, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.